Hallo und herzlich willkommen bei Deutpedia, der enteralen Infothek von Deut Medical. Mit unseren Videoanleitungen möchten wir Sie mit der richtigen Anwendung von Sondennahrung und der Pflege von unterschiedlichen Ernährungssonden vertraut machen und Ihnen Sicherheit im täglichen Umgang mit den Produkten geben. Ich bin Rike und zeige Ihnen, wie Sie Austauschsonden pflegen sollten. Vielleicht fragen Sie sich, was Austauschsonden sind und wann diese eingesetzt werden. Deshalb möchte ich Ihnen das kurz erläutern. Ist das Stoma einer bereits liegenden PEG-Sonde nach 4 bis 6 Wochen ausgeheilt und reizlos, kann die PEG durch sogenannte Austauschsonden wie den Button oder Gastrotube ersetzt werden. Diese Ernährungssonden werden hierbei einfach von außen in das bestehende Magenstoma geschoben und im Inneren durch einen kleinen mit Flüssigkeit gefüllten Ballon fixiert. Vor allem der Button ist unter der Kleidung nicht zu sehen und behindert die Bewegungsfreiheit kaum. Für eine lange Lebensdauer der Sonden ist es wichtig, dass diese gut gepflegt werden. Der Gastrotube unterscheidet sich im Umgang kaum mit einer PEG-Sonde. Bei Einsatz eines Buttons ist für die Verbindung des Buttons mit einem Überleitsystem oder einer Enfit-Spritze ein Adapterset notwendig, da sich das Gewinde des Buttons vom regulären Enfit-Anschluss unterscheidet. Dieses Adapterset wird je nach Hersteller Verlängerungsset, Extension Set oder Sicherheitsverbinder genannt und ist das Verbindungsstück zwischen einem Button und einem Überleitgerät bzw. einer Spritze zur Verabreichung von Nahrung oder Flüssigkeiten. Zunächst zeige ich Ihnen, wie Sie einen Button und den Sicherheitsverbinder miteinander verbinden. Öffnen Sie die Verschlusslasche des Buttons. Zur Befestigung des Sicherheitsverbinders muss der Anschlussadapter in den Button gesteckt werden. Hierzu den Strich am Anschluss des Sicherheitsverbinders mit dem Strich am Sondenanschluss aufeinander ausrichten und den Sicherheitsverbinder in die Sonde stecken. Bei Bedarf muss hierbei etwas Druck ausgeübt werden. Drehen Sie den Sicherheitsverbinder um ca. 180 Grad im Uhrzeigersinn, bis ein leichter Widerstand spürbar ist. Nun ist der Sicherheitsverbinder fest mit dem Button verbunden. Schließen Sie die Ritschratschklemme am Sicherheitsverbinder und öffnen Sie die Verschlusskappe. Nun können Sie diesen mit einem Überleitgerät oder einer Spritze verbinden. Mit Verabreichung von Nahrung oder Flüssigkeit kann nun begonnen werden. Nach der Nahrungs- oder Flüssigkeitsgabe und dem Spülen der Sonde sollte der Sicherheitsverbinder wieder entfernt werden. Hierzu den Sicherheitsverbinder so weit drehen, bis der Strich am Sicherheitsverbinder und am Sondenanschluss aufeinander ausgerichtet sind. Nun kann die Verbindung gelöst werden. Den Sicherheitsverbinder sollten Sie nach jeder Verwendung gründlich reinigen, bis keine Nahrungsreste mehr sichtbar sind. Bis zum nächsten Einsatz sollten Sie diesen trocken und sauber lagern. Der Sicherheitsverbinder kann bei guter Pflege je nach Hersteller zwischen 3 bis maximal 14 Tage verwendet werden. Danach sollte dieser aus hygienischen Gründen ausgetauscht werden. Zur Pflegeroutine einer Austauschsonde wie Button oder Gastrotube gehört die tägliche Beobachtung des Hautzustandes rund um das Magenstoma. Dies dient dazu, Entzündungen, Schwellungen oder Rötungen frühzeitig zu erkennen. Halten Sie die Haut in der näheren Umgebung der Sonde stets sauber und trocken und beobachten Sie nach der Nahrungszufuhr, ob Mageninhalt ausläuft. Reinigen Sie die Haut um das Stoma täglich. Sie können hierzu Wattestäbchen oder ein weiches Tuch sowie milde Seife und warmes Wasser verwenden. Seifenreste sollten Sie gründlich entfernen und die Haut gut abtrocknen. Um ein Einwachsen der Austauschsonde zu verhindern, sollte die Sonde regelmäßig mobilisiert werden. Drehen Sie diese hierzu mindestens einmal wöchentlich um 180 Grad. Bei einem reizlosen Magenstoma ist ein Verband im häuslichen Bereich nicht notwendig. Das Unterlegen einer Kompresse zur Polsterung als Unterlage zwischen Button und Haut bzw. Halteplatte des Gastrotubes und Haut ist ausreichend. Zur Vermeidung einer Sondenverstopfung sollten Sie diese vor und nach jeder Nahrungsgabe sowie vor und nach der Medikamentenapplikation mit 20 bis 40 ml frischem Leitungswasser mit Trinkwasserqualität bzw. Trinkwasser spülen. Bei längerem Nichtgebrauch empfehlen wir Ihnen, die Sonde ebenfalls zweimal täglich zu spülen. Einmal wöchentlich sollte bei einem Button und Gastrotube überprüft werden, ob der Ballon, der die Sonde im Inneren des Magens fixiert, noch intakt ist.
Hierzu benötigen Sie folgende Materialien: Händedesinfektionsmittel, eine Lyhrspritze zum Blocken bzw. Entblocken des Ballons, die vom Hersteller empfohlene Menge steriles oder destilliertes Wasser zum Blocken des Ballons. Bevor Sie starten, waschen Sie sich Ihre Hände gründlich mit Seife und trocknen Sie sie ab. Führen Sie anschließend eine hygienische Händedesinfektion durch. Setzen Sie die Lyhrspritze auf den Blockungsschenkel auf und ziehen Sie das enthaltene Wasser ab. Der Blockungsschenkel ist oftmals mit einem Wort Inflation oder BAL gekennzeichnet. Überprüfen Sie nun die Menge der abgezogenen Flüssigkeit. Mit wie viel Flüssigkeit der Ballon geblockt werden sollte, ist meist auf dem Blockungsschenkel aufgedruckt. Befüllen Sie den Ballon anschließend wieder mit der vorher abgesaugten Flüssigkeit und ziehen Sie bei Bedarf die fehlende Restmenge auf und ergänzen diese, um das Ballonvolumen auf die erforderliche Wassermenge aufzufüllen. Entfernen Sie die Spritze abschließend. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie den Ballon nicht mit Luft befüllen sollten, denn Luft entweicht schnell aus dem Ballon und der Button oder Gastrotube kann seine Position verändern. Der Ballon sollte zudem nicht überfüllt werden, da dieser sonst leicht platzen kann. Es ist empfehlenswert, immer eine Ersatzaustauschsonde für den Notfall zu Hause zu haben, da der Ballon der Austauschsonde unerwartet platzen kann und sich das Magenstoma bei Fehlen des Buttons oder Gastrotubes innerhalb weniger Stunden verschließt.